Herzlich willkommen im Trentino. Mein Name ist Falk Willi Wild und ich freue mich schon sehr auf meinen Streifzug durch die norditalienische Provinz. Hier, wo Natur und Kultur sich mit jeder Menge La Dolce Vita verbinden. Wissen Sie was? Kommen Sie doch einfach mit. Mediterranes Flair am Wasser und alpines Klima in den Bergen. Trentino erstreckt sich vom Nordzipfel des Gardasees bis hin zu den Dolomiten. Diese einzigartige Berglandschaft wurde 2009 zum UNESCO-Naturerbe erklärt. Das Wetter im Trentino ist mediterran und mild. Plätschernde Brunnen, blumengeschmückte Häuser und italienisches Flair in den Gassen der Dörfer. Trentino verfügt über viele Burgen und Schlösser. Landessprache ist Italienisch. Aber auch wenn Sie kein Italienisch können, mit Englisch und Deutsch kommt man im Trentino gut durch den Urlaub. Ich beginne meine Reise in der Hauptstadt der italienischen Provinz, in Trento, mit seinen charmanten Gassen und historischen Gebäuden. Hier am Palazzo Foccagalasso treffe ich Stadtführerin Carmen. Eins steht sofort fest: in Trento kennt sie sich aus. Goethe können wir lesen, 1786, jawohl. Ja. Der einzige Palast in der ganzen Region und in der ganzen Stadt, der wirklich sehenswert war. Für ihn. Sagte Goethe. So sagte er. Ja, und das stimmt nicht ganz. Stimmt oder? Nicht. Nein, der hat sich getäuscht, sage ich. Denn auch eine Augenweide ist die historische Altstadt von Trento mit dem Domplatz und der Kathedrale San Vigilio aus dem 11. Jahrhundert. Ein Spaziergang macht durstig. Zeit für eine Pause. Natürlich bei einem Aperol Spritz. Der gehört hier zu einem entspannten Lebensgefühl einfach dazu. Eine Straßenecke weiter lockt diese Eisdiele. Eine typische Gelateria. Jetzt ein italienisches Eis. Wo sonst, wenn nicht hier? Wer hier einfach nur ein Eis bestellt, erhält wesentlich mehr. Quasi ein kulinarisches Kunstwerk. Ein Geschmackswunder sozusagen. Probieren Sie es mal. Das Angebot an Eissorten und Zutaten ist riesig. Ich bin begeistert. Das Muse ist ein Museum der ganz besonderen Art. Im Trentino gehört es zu den meistbesuchten und das nicht ohne Grund. Es ist ein Mitmachmuseum für Jung und Alt. Im Muse geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt und ihren Phänomenen. In dieser Welt der erlebbaren Wissenschaften erkenne ich mein eigenes Wärmebild. Und mit einigen kräftigen Armbewegungen gelingt mir sogar ein künstlicher Strudel. In der obersten Etage erwartet mich ein echter Gletscher. Naja, nicht ganz. Sein Eis ist zwar künstlich erzeugt, wächst und schmilzt aber wie in der Natur. Das Wasser ist eiskalt, wie das Wasser hoch oben in den Dolomiten. Alles sehr realistisch. Und auch einen ersten Eindruck von der Tierwelt bekomme ich, aber dazu später mehr. Übrigens, in jedem Sommer verwandeln sich die Dolomiten in eine riesige Freilichtbühne. Dann strömen Natur- und Musikliebhaber zum Festival Suoni delle Dolomiti. Diese gewaltige Naturkulisse, ein Konzertsaal der Sonderklasse. Musiker und Interpreten aus aller Welt geben sich vor Publikum unter blauem Himmel ein Stelldichein. Über den Bergwiesen liegen die Klänge von Liedermachern und Orchestern. Zu hören sind Jazz, Weltmusik und Klassik. Dabei auch internationale Größen wie die Berliner Philharmoniker. Also statt Enge des Orchestergrabens freie Natur. Hier machen Almen und Bergpanorama den Musikgenuss komplett. Die Wiese wird zur ersten Reihe. Wir sind im Naturschutzpark Adamello Brenta, auch Wassertal genannt. Ein Wanderparadies. Das Tal heißt so,
weil es hier viele Wasserfälle gibt. Wie diesen hier. In mehreren Kaskaden stürzen die Wassermassen aus 130 Meter Höhe in die Tiefe. Ich kann meine eigene Stimme neben dem Getöse kaum noch hören. Wirklich beeindruckend. Eine Handvoll frisches Quellwasser gleich um die Ecke. Ach ja, Trentinos Tierwelt. An rund 1000 Wanderwegen laden hübsche Gasthöfe zum Verweilen ein und bieten sogar die ein oder andere tierische Begegnung. Aber nicht alle Vierbeiner in dieser Region sind so zahm und harmlos wie diese hier. Wirklich wilde Tiere laufen mir bei meinen Wanderungen nicht über den Weg. Aber es gibt sie. Und bei meiner nächsten Rast treffe ich jemanden, der mir dazu mehr erzählen kann. Da sitzt Marco und wartet schon auf mich. Seit über 7 Jahren ist er schon im Naturpark Adamello Brenta und kennt seine Flora und Fauna. Es gibt Braunbären. Sie wurden Ende der 90er neu freigelassen. 10 Braunbären. Und ja. Und wie viel sind es jetzt? Wie viele Braunbären? Zwischen 50 und 60 Braunbären haben wir in die Zentralalpen, nicht nur im Park, logischerweise. Und kann ich die als Wanderer irgendwie, begegne ich denen? Oder? Es ist sehr, sehr, sehr selten. Also Braunbären haben eher Angst vor Menschen. Ja. Sie flüchten und ja, es ist ganz was Besonderes. Und was macht man am besten, wenn man so einem Bären begegnet? Am besten ist sich klein machen, einem Bär zeigen, dass man keine Gefahr ist für ihn. Bären sind ziemlich ängstlich, sie könnten gefährlich werden, wenn sie Angst haben. Also die beste Sache für einen Mensch, der einem Bär begegnet, ist sich klein machen und mit sehr langsamen Bewegungen zurücktreten und einem Bär eine Fluchtmöglichkeit zu lassen. Aha, eins weiß ich nun. Im Val di Non werde ich wohl keinem Bären begegnen. So, jetzt beginnt ein neues Abenteuer. Und zwar mein Guide Mirko will mir diesen wunderschönen See zeigen, in dem wir mit dem Kajak fahren. Und er zeigt mir auch eine spektakuläre Schlucht. Also, ich bin gespannt. Also los, Mirko. Ich kann nur hoffen, dass auf dem See das gute Wetter anhält. Zielstrebig gibt Mirko die Paddelschläge vor. Nach einer sportlichen halben Stunde haben wir mit unserem Kajak den Lago Santa Giustina überquert. Dann schließlich rücken die Ufer näher und verengen das Bild. Zwischen bizarren Kalksteinformationen finden wir den Weg in ein Wasserlabyrinth. Diese wilde Schlucht hat der Gebirgsbach Novella im Laufe der Jahrtausende ausgewaschen. An meterhohen Felswänden mischen sich Regentropfen mit Sonnenstrahlen. An vielen Stellen stehen die Felswände so dicht beieinander, dass wir selbst mit unserem schmalen Kajak gerade so durchpassen. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ganze 10 Kilometer lang ist dieser abwechslungsreiche Canyon. Für mich ein spannendes Abenteuer, aber auch insgesamt ein ziemlich nasses Vergnügen. Wieder festen Boden unter den Füßen muss ich mich unbedingt stärken. Der Grappa von Familie Rossi gehört zu den feinsten Tropfen der Region, wie ich höre. Sohn Claudio erklärt mir das Handwerk. Ganz schön anstrengend. Aber jede Hand zählt. Und jetzt kommt hier meine Arbeit. Gut, dass ich gehakt habe. Die Lizenz zum Brennen erhielt das Familienunternehmen Rossi Ende des 19. Jahrhunderts, noch im österreich-ungarischen Kaiserreich. Heute werden in 3. Generation 14 verschiedene Grappa-Sorten und 50 Liköre hergestellt. Ich gehe jetzt zur Verkostung. Das habe ich mir auch richtig verdient und ich freue mich sehr, sehr darauf. Übrigens eine echte Herausforderung, morgens um 10 Uhr. Guten Morgen. Guten Morgen, Maria. Welchen Grappa habe ich jetzt mit Claudio gerade hergestellt? Das ist unsere Milchburger mit weißen Trauben. Dann Sie probieren. Sehr gerne.
Der schmeckt Ist mir gut? sehr gut, ja. Aber der ist nicht weiß. Nein, das ist ein alterer Schnaps. Aha. Das ist ein Barrique Amarone. Und ist in 36 Monate in Barrique. Ach, in solchen Barrikfässern? Barrique, ja. Maria. Das ist super. Ja, der ist es. Der ist es, Maria. Draußen in den Obstplantagen des Val di Non ist unterdessen die Apfelernte in vollem Gange. Die lange Sonnenscheindauer von über 2500 Sonnenstunden pro Jahr sorgt für einen reichen Ertrag. Lecker, saftig und gesund sind sie. Die Äpfel aus dem Val di Non sind ein Gedicht und haben das Anbaugebiet berühmt gemacht. Aus der Vogelperspektive wird klar, das Trentino ist eine alte Kulturlandschaft. Mehr als 200 Burgen, Schlösser und Festungen zeugen von bewegten und glanzvollen Zeiten, begünstigt durch ein beständiges Klima. Hinter dicken Mauern verbergen sich oft reizvolle Innenhöfe, die südländisches Flair verströmen und mich an Venedig oder Florenz erinnern, etwa beim Betrachten der opulenten Fresken. Manche Schlösser sind heute im Privatbesitz, viele sind fürs Publikum geöffnet und beherbergen Museen. Das Castel Thun zum Beispiel, eine imposante Anlage mit einem großzügigen Rosengarten und seinem spanischen Tor. Mirko Lomgi zeigt mir das Schloss von innen. Die Familie Thun, bischöfliche Lehnherren, so höre ich, die im Laufe von 8 Jahrhunderten von einfachen Grundbesitzern zu mächtigen Regenten aufgestiegen waren. Besonders prachtvoll das Bischofszimmer, Stanza del Vescovo. Der Wandschmuck aus dem 17. Jahrhundert aus Zirbelholz geschnitzt. Er muss unzählige Arbeitsstunden gekostet haben. Der Fürstbischof dürfte wirklich fürstlich geruht haben. Unter alten Gemälden und Familienporträts viel wertvolles Porzellan, feines Glas und edles Silber. Fürwahr eine fürstliche Tafel. Der Blick in den Festsaal mit all seinen Kostbarkeiten vermittelt eine Ahnung vom angenehmen Leben des Trentiner Landadels. Trentino besticht vor allem durch seine vielfältige Natur. Rund 30% der Gesamtfläche bestehen aus Naturschutzgebieten. Hier der Tovelsee, umgeben von alpiner Felskulisse. Für Wanderer ist der See mit dem kristallklaren Wasser ein beliebtes Ziel. Statt auf 2 Beinen will ich aber Trentinos Landschaften auf 2 Rädern und mit etwas mehr Tempo erfahren. Dafür suche ich mir jetzt den passenden Drahtesel. Ciao, Silvio. Hallo. Ich bin der Willi. Ich möchte gerne biken. Kannst du mir helfen? Ja. Oh, wow, Theo. Das ist ein tolles Rad. Und Ja, das ist richtig. Auf die Berge. Aha. So, jetzt noch das richtige Outfit. Und perfekt. Super. Aber auf die Berge, Protektion. So. So, also meine Ellenbogen sind schon mal geschützt. Solche Ellenbogen habe ich mir im Beruf immer gewünscht. Okay. Und jetzt ab auf die Piste. Gut ausgerüstet und fest im Sattel radeln wir durch das Terrain. Über 400 Kilometer Radweg hat das Trentino. Viele führen durch lange und schöne Täler. Die Provinz ist damit für Fahrradfahrer bestens gerüstet. Es geht durch beschauliche Dörfer, bergauf und bergab. Vorbei an Bauernhöfen führt uns der Weg über feste Wiesenwege und durch kühle Wälder. Über Stock und Stein. Wir treten bei unserem sportlichen Abenteuer ordentlich in die Pedale. Ein besonderes Spektakel ist das traditionelle Milchfest in Val di Sol im Sonnental. Mit Spaß und Unterhaltung für Mutige und Zuschauer. Für klein und auch für groß. Perfekt. Nun ja,
Eigentlich werden ja auf dem Milchfestival vorwiegend die Kühe gefeiert, die am Sommerende gesund von den saftigen Almwiesen in ihre Ställe zurückkehren. Tönende Halsglocken, opulenter Kopfschmuck. Das ganze Dorf und viele Schaulustige begleiten die Kühe bei diesem festlichen Umzug. Beim Milchfest dürfen natürlich die Produkte der Region nicht fehlen. Grana Trentino heißt hier der typische Parmesan-ähnliche Käse. Bellissimo. Davon brauche ich ein großes Stück für meine nächste Verabredung. So, jetzt gehe ich zu Christian kochen und habe diesen guten, leckeren Käse dabei. Na, Mit dem Grana Trentino im Gepäck besuche ich Sternekoch Christian Bertol in seinem Restaurant Orso Grigio. Christian ist in Italien durch seine Fernsehauftritte bestens bekannt. Er kocht einfache Gerichte aus dem Val di Non. Das aber auf Gourmet-Niveau. Und naja, heute mal mit mir. Es gibt Pasta. Wir sind schließlich in Italien. Als erstes lerne ich den Teig zuzubereiten. Boah, das ist echte Handarbeit. Bis die Nudelmaschine zum Einsatz kommt. Wir beginnen mit einer breiteren Einstellung und arbeiten uns an die gewünschte Teigdicke heran. Jetzt wird mein Mitbringsel, der Grana Trentino, verarbeitet. Hauptsache viel. Hauptsache viel. Hauptsache viel. Ist das genügend? Reicht das? Das ist perfekt. Das war das richtige Maß. Ich hab's dir doch gesagt. So. Dann noch Ricotta hinzugeben und das Ganze ordentlich vermischen. Unter Christians routinierten Handgriffen entstehen so kleine, leckere Gourmet-Kunstwerke. Ja, nicht ganz, aber okay. Die fertigen Teigtaschen ziehen 3 Minuten im heißen Wasser. Derweil kommen Zwiebeln und Pfifferlinge in die Pfanne. Der Fernsehkoch setzt auf frische und heimische Produkte. Viele Zutaten seiner Sterneküche stammen sogar aus dem eigenen Garten. Jetzt noch die Ravioli, erst in die Pfanne. Okay, perfekt. Und dann direkt in meinen Mund. Oh, toll. Ravioli alla Christian Evilli. Fertig ist die Delikatesse. Und Sie, meine lieben Zuschauer, bekommen es natürlich so präsentiert, ja? Das ist so. Und gehen Sie bei ihm auf alle Fälle vorbei. Perfekt. Grazie. Grazie, Christian. Zum guten Essen gehört für mich auch ein guter Wein. Da bin ich im Trentino genau richtig. Im Schutz der Berge lässt das milde mediterrane Klima auch anspruchsvolle Traubensorten gut gedeihen. Mit anderen Worten, ideale Bedingungen für edle Tropfen. Die Edmund Mach Stiftung pflegt und fördert den Weinbau im Trentino. Und zwar in jeder Hinsicht. Das Agrarinstitut widmet sich der wissenschaftlichen Forschung und bildet Weinbauer und Kellermeister aus. Im Weinkeller treffe ich Kellermeister Bruno Pilzer. Der Weinfachmann führt mich durch seine heiligen Hallen. In diesen Gewölben reift der Wein in über 100 großen Eichenfässern. Über 300.000 Flaschen werden pro Jahr im Institut abgefüllt. Also, boah, eine ganz intensive Farbe. Ja, rot und sehr dunkel. Sehr dunkel, ja. Und dann riechen. Mit seinem tiefen Rubinrot und seinem ausgeprägten Duft, mit beeriger und würziger Note, ist der Castel San Michele ein ganz besonderer Tropfen. Die Mischung der Traubensorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc ergibt einen ausgewogenen, runden Geschmack, der lange nachwirkt. Er bleibt auf der Mitte der Zunge liegen, als das Gefühl habe ich. Dann, wir warten, bis wann diese Tannin ist sehr rund und kommt in die ganze komplette Mundhöhle. Ja. Mhm. Obwohl, er schmeckt mir eigentlich jetzt schon. Ist ein Spitzenwein, ist Castel San Michele. Wirklich ein Spitzenwein als krönender Abschluss. Das war meine kleine Reise durch das Trentino. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns hier mal. Ihr Falk Willi Wild.